Wie der Joe Tissery Drehspießaufsatz von Kamado Joe funktioniert, jetzt auf Grill Sheriff TV. Den Joe Tissery Drehspieß kann ich auf zwei Arten einrichten. Erstens indirekt und zweitens direkt. Wenn ich den Joe Tissery Drehspieß indirekt verwende, dann habe ich Deflektorplatten eingesetzt, eine Tropfschale drauf und den Deckel geschlossen. Das heisst, das Gargut dreht sich im geschlossenen Raum. Durch die Rotationsbewegung wird auch die heiße Luft im Raum schön umgewälzt und somit gelingt mir eine sehr ausgeglichene Wärmeverteilung und eigentlich ein perfektes Garergebnis. Vor allem auch geeignet für umförmige Stücke Fleisch, die also nicht ganz perfekt rund gerollt sind. Wenn ich direkt grilliere mit dem Drehspießaufsatz, dann ist es so, dass mein Gargut direkt über der Holzkohle grilliert. Entweder mit geschlossenem Deckel oder mit offenem Deckel. Das gleichmäßige Garen ist natürlich umso besser mit geschlossenem Deckel und vor allem geht es auch schneller, weil eben die Hitze behalten wird im Raum. Das Problem ist, wenn jetzt der Braten direkt über den Holzkohleglut dreht, tropft zwischendurch auch wieder Fett in die Glut rein. Das lässt sich nicht 100% vermeiden. Und das bewirkt bei offenem Deckel ein Aufflammen und kann dazu führen, dass es einen Fettbrand gibt und das ist gar nicht gut. Wenn ich den Deckel geschlossen habe, ist ein Aufflammen nicht mehr möglich. Aber die Fettdämpfe, die stauen sich im geschlossenen Raum. Wenn es dann zu viel wird, wirkt sich das sehr negativ auf das Resultat aus und das schmeckt man nachher im Gaumen. Und das ist etwas, was man wirklich vermeiden muss. Bevor ich jetzt dir einen Trick dazu zeige, wie man das clever lösen kann, fasse ich jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Die 5 wichtigsten Argumente für die Verwendung von einem Drehspieß in einem Keramikgrill sind: erstens, gleichmäßiges Garen vom Gargut durch die Rotation am Drehspieß. Zweitens, die Kruste, die sich entwickelt. Und zwar darum, weil das Fett austritt und sich auf der Oberfläche verteilt und eine wunderbare Kruste entsteht. Drittens, die Garzeit, die sich verkürzt, wenn ich mit geschlossenem Deckel fahre, weil dann die Hitze drin bleibt. Viertens, Temperaturkontrolle im Keramikgrill bei geschlossenem Deckel, wo ich hochpräzise steuern kann und somit jede gewünschte Temperatur erreichen kann. Fünftens, das Auge ist mit, wenn ich den Deckel aufmache und sehe, wie der Braten sich dreht, die Kruste sich entwickelt hat und ich mich riesig freue mit viel Lust auf das, was nachher auf den Teller kommt. Und jetzt zeige ich dir noch meinen Trick. Der Trick besteht darin, dass man verhindert, dass Fett in die Glut tropft. Und dazu kann man einen Holzkohlenkorb verwenden, wo man 1 oder 2 kleine Holzkohlenkörbe anhängt und in der Mitte zwischendurch dort eine Tropfschale rein tut. Und somit kann man indirekt grillieren, obwohl man ganz nah an der Glut ist. Und der Brünungseffekt, das heisst die Krustenbildung, trotzdem funktioniert und man somit nicht riskiert, dass ein Fettbrand entsteht. Mit dieser Einrichtung habe ich hervorragende Resultate erreicht. Kein Fettbrand mehr, keine negative Auswirkung von Fettdämpfen im Raum und aufs Gargut. Und darum empfehle ich dir, das auch so zu machen. Und jetzt noch ein extra Tipp. Wenn du eine besondere Geschmacksnote erreichen willst, noch ein bisschen Rauchgeschmack dran an deinem Braten, wo sich eine wunderbare Kruste entwickelt hat, dann leg ein Stückchen Holz auf die Glut, schliess den Deckel und lass das wirken. Und so wirst du ein hervorragendes Resultat erreichen. Wie schon gesagt, kann der Joe Tissery Drehspießaufsatz genau gleich wie der Dojo Pizzaofenaufsatz ganz einfach auf der Kamado Joe aufgesetzt werden. Es gibt 2 Modellgrössen, die kleinere Variante passend auf den Classic 1, Classic 2 und Classic 3, die grössere Variante mit dem grösseren Durchmesser passend auf den Big Joe. Der Joe Tissery kann aber auch auf andere Grill, die formgleich sind, also den gleichen Durchmesser haben, auch verwendet werden. Und zwar wie zum Beispiel auf dem Big Grill Egg Large. Wenn du in Ruhe alle Zubehörteile, die du in diesem Video jetzt gesehen hast, nochmal anschauen willst, dann spule einfach das Video zurück. Alle Teile findest du unten auf der Beschreibung aufgelistet, mit den entsprechenden Links. Und hey, was grillierst du am liebsten am Drehspieß? Und wie kann ich dir weiterhelfen? Schreib's in den Kommentaren. Weitere Videos findest du da. Abonniere unseren Kanal, drück aufs Glöckchen, Thumbs up, wir drehen weiter.